Wir haben im Winter 3,5 Stunden Tageslicht nur noch. Und es ist aber trotzdem nicht dunkel. Und das war das, was mich ehrlich gesagt am meisten überrascht hat, dass schon eine Helligkeit da ist, weil wir so weit im Norden sind. Durch die Erdkrümmung kommt das Licht, auch wenn die Sonne noch lange nicht aufgegangen ist, kommt trotzdem Licht schon hier an. Diese Dunkelheit, diese vermeintliche Dunkelheit ist halt so speziell. Sowas gibt es nirgendwo anders auf unserem Planeten, sodass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, woanders zu leben. Mein Name ist Wiebke und ich bin vor fast 4 Jahren mit meinem Mann und meinen 3 Kindern nach Nordschweden ausgewandert. Hier sieht man so ein bisschen, wie alt dieses Haus ist, denn das war ja auch schon so, ne? Das haben die früher so als Isolationsmaterial benutzt. Das sind hier die alten Balken des Hauses und ja, das Haus steht hier an dieser Stelle seit 1912 ungefähr. Aber ich kann das gleich mal zeigen, also ich kann es gleich nochmal zeigen, im Wohnzimmer sieht man so Zahlen und wir gehen davon aus, dass das Haus noch wesentlich älter ist. Und es ist halt ein reines Blockhaus, das heißt, das sind so eine richtig dicken Bohlen, die dieses Haus bilden. In so einer ganz traditionellen Bauweise, wie man hier halt, schon seit hunderten Jahren die Häuser baut in Schweden, in Nordschweden. Und wenn man jetzt hier reinkommt, das finde ich halt ziemlich cool, das haben unsere Vorbesitzer gemacht, erkennt man hier halt, wie das Haus gebaut wurde. Früher war das nämlich so, dass die eigentlich nur den unteren Bereich genutzt haben und so eine Leiter hatten und dann ein bisschen so einen kleinen Dachboden oben, aber der Dachboden war eigentlich nicht ausgebaut. Man hat eigentlich größtenteils in der Küche gelebt und das erkennt man auch immer noch an dem Haus. Und jetzt haben die das hier so, die Vorbesitzer, so ganz modern gemacht, dass so ein bisschen offen gestaltet ist und ich finde es ziemlich cool. Oben ist jetzt das komplette Stockwerk, gehört unseren Kindern. Wir haben 3 Kinder. Das Haus ist ziemlich klein. Ich werde auch immer wieder gefragt, wie man hier zu 5 leben kann, aber ich finde, es reicht. Wir haben die wichtigsten Dinge und man braucht nicht so viel. Hauptsache, man ist zufrieden und fühlt sich wohl. Was aber richtig schön ist hier, ist, dass wir eine ganz tolle Dachterrasse haben, auf die man rausgehen kann, was ich echt mag. Da sieht man halt, dass der ist jetzt gerade zugefroren, aber da hinten ist halt ein wunderschöner See, der hier ganz nah dran ist. Und ja, ansonsten sieht man aber keine Nachbarn von hier. Die Häuser, die man hier so ein bisschen durchscheinen sieht, die sind alle unbewohnt, das sind alles nur Sommerhäuser. Und ja, hier sieht man unser Grundstück. Wir haben erst gedacht, wir bleiben für 1 Jahr maximal, um es mal 1 Jahr auszuprobieren. Ich muss dazu sagen, ich war halt als Kind immer total begeistert von solchen Abenteuer- und Expeditionsgeschichten. Und gerade der im Norden oder die Antarktis und Arktis hat mich als Kind immer total interessiert und diese Expeditionsgeschichten. Und ich dachte mir, okay, cool, ich probiere das jetzt 1 Jahr mal aus. Aber ich hasse eigentlich die Dunkelheit, ich hasse die Kälte. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das überhaupt hier aushalte. Ich habe mir das auch so vorgestellt, dass ich den Winter über nur drin sein werde und damit kämpfen werde, nicht depressiv zu werden. Und dann sind wir hier angekommen und ich war vollkommen beeindruckt. Also wir haben natürlich vorher auch ein paar YouTube-Videos geguckt von anderen Leuten, die hier oben sind, wie Jonna Jinton oder Kalle Flodin, die uns dann natürlich schon auch motiviert und inspiriert haben, hierher zu gehen. Aber als ich dann hier war, hat es mich absolut geflasht und ich war eigentlich vom ersten Tag an verliebt. Und jetzt hat sich das so gewandelt, dass während früher der Sommer meine Lieblingsjahreszeit war, es ist jetzt halt wirklich der Winter, vor allem der Winter hier oben in Lappland im Polarkreis. Und am liebsten würde ich sogar noch viel weiter im Norden wohnen und irgendwie auf Spitzbergen leben. Unsere Küche. Und weil wir halt keinen Platz mehr für ein Bücherregal hatten und die alte Nähmaschine von Husqvarna, haben wir das jetzt hier so mit integriert. Aber es ist halt eigentlich ein riesiger Raum, also hier hat man ja an sich Platz. Also den Ofen benutzen wir tatsächlich für alles zum Heizen. Ich kann ihn auch gleich mal anmachen. Zum Heizen und auch zum Kochen und Backen. Falls irgendjemand, der zuguckt, sich überlegt, sich so einen Ofen zu kaufen, den haben wir uns neu gekauft, muss ich sagen, kauft ihr euch nicht in weiß. Weil ich habe echt letztens, also ich wusste, dass du kommst und ja, jetzt gut, zwischendurch hat mein Mann wieder gekocht und nicht sauber gemacht, aber ich habe halt wirklich versucht, das hier irgendwie rauszukriegen. Das brennt so ein und man kriegt das nicht mehr raus und sieht immer kacke aus. Also es tut mir leid. Also ich weiß nicht, mit allen möglichen Varianten, Putzmitteln ist probiert, mit Backofenmittel und alles. Das kriegst du nicht mehr raus, aber ja, den benutzen wir immer zum Haupt. Also eigentlich, wir haben 2 Hauptwärmequellen. Das sind unsere Kamine, mit denen wir hauptsächlich heizen und mit Holz.
Dann haben wir noch diese Luftwärmepumpe, die aber nicht so viel bringt, aber die sorgt im Moment gerade dafür, dass es hier nicht noch kälter ist, als es gerade ist. Und wir haben noch so einen Elektroheizkörper, aber die sind auch nicht so effektiv und es ist natürlich auch ziemlich teuer. Weil hier in Schweden hat man in der Regel kein Gas. Es wurde irgendwann in den 80er Jahren, wollte man sich nicht mehr abhängig, oder 60er Jahren, man wollte nicht mehr abhängig von Russland sein und hat sich komplett vom Gas quasi verabschiedet. Ich sag mal, bis minus 30 Grad ist unser Haus eigentlich angenehm warm. So ab minus 20 wird es ein bisschen kühler, minus 30 ist dann so ein bisschen die Grenze und dann, ja, ab minus 38, 40 Grad ist es dann halt schon auch recht kühl. Und dann ist es deswegen, war es jetzt auch unsere Überlegung, hier das Schlafzimmer zu machen, weil wir letztes Jahr, im letzten Winter, war es ja extrem kalt hier. Hatten wir hier oben am Haus minus 42 Grad. Und dann halt unten hatten wir minus 52. Und das ist dann so, dass man wirklich nur noch kämpft, um irgendwie das Haus halbwegs warm zu halten, sodass es nichts einfriert. Also uns sind auch trotzdem Rohre eingefroren hier im Haus. Und ja, man hat dann Eis innen. Das ist total verrückt. Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, aber das sind dann so die Momente und auch im Winter, die dann sehr anstrengend sind, auch körperlich sehr anstrengend, wenn man eigentlich die ganze Zeit nur daran arbeitet, das Haus irgendwie zu retten vor der Kälte und man sich sehr auch ausgeliefert fühlt der Natur. Also das ist sowas, was man hier sehr oft und sehr schnell merkt. So schön, wie es auch aussieht, aber man ist halt, man lebt halt hier in einer gefährlichen Umwelt, die halt für den Menschen potenziell halt lebensgefährlich ist. Und in manchen Situationen merkt man das halt auch stark und ist da wirklich am Kämpfen. Weshalb mein Bild von der Natur sich total geändert hat. Also ich bin nicht mehr wie in Berlin so romantisch, glaube ich, aber ich bin vor allen Dingen, habe ich verstanden, wo als Mensch eigentlich mein Platz in der Natur ist. Alles in allem sind meine Kinder super gut in Schweden angekommen. Wir waren auch sehr unruhig, wie das werden würde, aber für sie hatten halt Schweden vorher verbunden mit dem Urlaubsland, wo wir auch mal gerne hingefahren sind und haben erst mal gedacht, dass wir absolut nur im Urlaub sind und hatten eine sehr positive Einstellung dem gegenüber und haben es wirklich super, super, haben sich super eingefunden, sehr schnell, haben die Sprache sehr schnell gelernt. Also innerhalb von 2, 3 Monaten waren die Kinder auf jeden Fall fließend in der Sprache. Jetzt anzuhören. Ich glaube, du musst noch. Ich leg mir das da raus hin. Aber Papa meinte, wir brauchen ein bisschen mehr. Wo sind denn die Anzünder? In der Küche, in dem Dings. Dass wir immer Feuer machen können, das ist immer total wichtig. Auch im Auto. Ja, genau. Also wenn man längere Strecke mit dem Auto fährt, dann müssen wir auch uns immer wirklich vorbereiten im Winter, weil da gibt es ja dann wirklich Strecken, wo dann einfach wirklich viele Kilometer keiner kommt. Und warme Getränke, wenn es länger ist, haben wir Schlafsäcke mit dabei. Und falls ein Unfall passiert, weil man einfach, ja klar, bei minus 20, minus 25 Grad und man steht dann irgendwo und liegt irgendwo, ist von der Straße abgekommen, das ist halt einfach schnell gefährlich. Und da muss man sich halt wirklich immer vorbereiten für längere Strecken, weil es ist wirklich so, wenn wir hier in unserem nächsten Ort losfahren und Richtung Inland fahren, dann sind das halt teilweise so 75, 80 Kilometer bis zur nächsten Tankstelle oder halt noch mehr und bis zur nächsten Möglichkeit, wo dann wieder Leute sind, regelmäßig Leute sind, weil ja die meisten Häuser, die man hier so sieht, sind eben Sommerhäuser, die nicht bewohnt sind und dann, ja, das sind halt so die Entfernungen, an die man sich so ein bisschen gewöhnt. Also wir haben hier diese traditionellen Rentierfelle. Die sind nämlich super, weil die wirklich so gut isolieren, besser als jede Isomatte, die man sich vorstellen kann, und warm halten. Und die habe ich auf dem samischen Markt in Jokkmokk gekauft. Da gibt es ja diesen Wintermarkt, den man besuchen kann, der richtig toll ist. Und da habe ich die gekriegt, von einem Samen gekauft direkt. Und das Witzige ist, wir hatten die erst drin, aber man kann die nicht drin lassen, weil wenn drin ist es halt zu warm und dann verlieren die halt ihr Fell. Also es ist wirklich so, Rentiere wollen halt im Kalten sein und die Felle wollen auch weiterhin im Kalten bleiben. Irgendwas? Wir brauchen aber Apfelmus. Stolzucker oder irgendwas. Was mich am meisten überrascht hat, war, dass es ja hier oben ein indigenes Volk gibt, nämlich die Sami, also das letzte indigene Volk Europas. Und dass man hier überall ganz starke Einflüsse natürlich auch hat in der Kultur Nordschwedens. Und ja, man sieht halt die Rentiere, die den Sami gehören, beispielsweise, die ganz normal zu unserer Landschaft hier dazugehören. Aber man eben auch dieses mit dem am Feuer sitzen und ich glaube, viele Dinge, die hier gemacht werden, diese bestimmte Art und Weise, Kaffee zu trinken zum Beispiel,
diese Holztassen, viele, viele kleine Elemente sind hier oben in der nordschwedischen Kultur ganz tief verankert und kommen eigentlich von der samischen Kultur. Hier in Schwedisch Lappland mit Schnee, Stille und dieser endlosen Weite spürt man schnell, dass Leben und Wohnen auch ganz anders aussehen könnte als das, was wir gewohnt sind. Und genau aus diesem Gefühl heraus ist ein sehr persönliches Projekt entstanden. Gemeinsam mit meinen beiden Co-Autorinnen Melissa und Melina haben wir das Buch Anders als gewohnt gemacht und das ist seit kurzem erhältlich und war sogar zeitweise Amazon-Bestseller. In diesem Buch geht es um alternative Lebensformen, besondere Orte und Menschen, die ihren eigenen Weg gefunden haben. Ein Teil davon sind sogenannte Tryouts, also Orte, an denen man diese Lebensentwürfe nicht nur sehen, sondern auch selbst erleben kann. Zum Beispiel ein Baumhaus in Norwegen, hoch oben zwischen dichten Wäldern mit Panoramafenstern und einem Blick hinaus in die Natur. Ein Ort, an dem man übernachten kann und mit etwas Glück sogar die Polarlichter erlebt. Auf über 300 Seiten vereint das Buch inspirierende Geschichten, Magazinbeiträge, Lebensentwürfe, von denen ihr auf meinem Kanal noch nie was gehört habt. Es ist kein Ratgeber, es ist keine Anleitung, sondern eher eine Einladung an das eigene Leben, das eigene Zuhause nochmal neu zu denken. Also anders als gewohnt, den Link dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Naja, mein Rekord ist aber 2 Bücher an einem Tag. 2 Bücher an einem Tag hast du gelesen? Ja. Wow. Ich glaube, da ist Wasser reingekommen. Schnee reingekommen in die Klasse. Ein kleines Rentier soll's. Oder ein Elch. Das kann man nicht so gut erkennen. Das Wasser für unseren Kochkaffee. Habe halt auch einige Sami halt kennengelernt, die mir auch ganz viel von erzählt haben, weil ich das total spannend und faszinierend fand, weil ich eben selber gar nichts darüber wusste. Und es ist eine ganz spannende Kultur, in der zum Beispiel, das ist halt eher eine matriarchalische Kultur, in der eben die Frauen besonders eine besondere Rolle spielen, was ich natürlich als Frau nicht schlecht finde. Nein, aber es ist natürlich total spannend und auch die ganze Einstellung dem Land und der Natur gegenüber lässt sich halt so ein bisschen vergleichen, vielleicht mit den nordamerikanischen Ureinwohnern. Ja. Ich haben. Nee, Mama wollte eigentlich. Ich mach doch noch ganz viele. Mein Mann und ich sind ausgebildete Gymnasiallehrer. Meine Fächer sind Deutsch, Bio und Spanisch. Mein Mann hat Geschichte und Biologie studiert. Und wir haben festgestellt, durch den Austausch mit unseren Freunden hier in Schweden, dass in Schweden die beliebteste Fremdsprache, das wechselt immer so ein bisschen mit Spanisch, aber im Moment ist gerade die beliebteste Sprache in Schweden, zweite Fremdsprache Deutsch, ist und halt hier an den Schulen angeboten wird. Und witzigerweise ist halt Deutsch, fast alle Schüler, also extrem viele Schüler möchten Deutsch lernen, aber es gibt kaum Deutschlehrer, weil das Studium sehr hart ist. Weshalb es für uns halt auch relativ einfach war, einen Job zu finden, halt gerade für mich, weil ich in Deutsch studiert habe. Welche Art Kleidung gibt es? Was gibt es so für Kleidung? Sammeln wir mal ein paar Wörter. Vet ni vad det är? Kapuzenpullover. Det är hyvtröja. Hyvtröja, Kapuzenpullover. Ganz kurze Wiederholung, Farben, Färger. Vilka har vi på tyska? Viktor, vill du säga en färg på tyska? Rot. Blau. Blau. Tanja? Rot, blau, gelb. Ein Till? Hilja? Grün. Rot, blau, gelb, grün. Was gibt's noch? Weiß, ne? Dann haben wir schwarz. Kommt ihr wieder drauf. Da kann ich kommen ihåg. Okay. Was ich halt ein bisschen schade finde, ist, dass dadurch, dass eigentlich dieses System hier total sozial ist und total gut ist und ich es total bewundernswert finde, dass die Kinder halt nichts bezahlen müssen für die Schule. Also es wird kein Buch, also man muss kein Buch kaufen, man muss keinen einzigen Stift kaufen, keinen Block, man muss nicht mit Schultasche zur Schule kommen. Man bekommt einen Computer gestellt vom Staat. Das Essen ist kostenlos, jeder Klassenausflug ist kostenlos. Also die kriegen halt extrem viel im Vergleich auch zu den Kindern in Deutschland. Aber das leider dadurch irgendwie sehr wenig Wertschätzung hat, die Bildung. Also sowohl unter den Schülern, aber auch bei den Eltern und auch der Lehrerberuf ist einfach ein Beruf, den
halt keiner machen möchte. Weshalb tatsächlich auch echt viele Ausländer hier sind, die als Lehrer arbeiten. Also wir sind jetzt nicht die einzigen. Es gibt recht viele ausländische Lehrkräfte, die nach Schweden kommen, weil eben Lehrer extrem gesucht werden. Es gibt einen riesigen Lehrermangel, aber es ist halt auch der Beruf in Schweden, der gemessen an der Ausbildungszeit am allerschlechtesten bezahlt wird von allen akademischen Berufen und der halt einen unfassbar schlechten und niedrigen Stand hat in der Gesellschaft. Hey, Holly, har du inte franska? Ja. Du orkar inte? Das ist halt so das Ding, ne? Also ja, orka inte heißt halt, ich kann gerade nicht. Ich habe keine Lust. Und es ist halt wirklich hier so, dass manche Schüler mehr Zeit außerhalb des Klassenraums verbringen als im Klassenraum. Und es ist halt eine ziemlich krasse pädagogische Arbeit, die irgendwie immer wieder reinzukriegen. Und wir alle arbeiten sozusagen und versuchen halt alle, obwohl wir die Schüler nicht unterrichten, irgendeine Art Beziehung zu denen zu haben, die Namen zu wissen und zu sagen, hey, willst du nicht auch in den Unterricht gehen? Also es ist immer ein bisschen schwierig. Aber es gibt halt auch keine Konsequenzen in Schweden. Also es ist halt sehr laissez-faire. Hier passiert halt auch nichts. Das heißt, wenn jetzt ein Schüler sagt, ich habe heute keinen Bock, dann geht er einfach raus und es passiert nichts. Ja. So. Wir haben eigentlich eine handyfreie Schule, aber natürlich funktioniert das mit Teenagern immer so mittelmäßig gut. Und meistens drücke ich auch mal ein Auge zu, aber halt, wenn es dazu offensichtlich ist und man sich jetzt Essen von McDonald's bestellen will, dann reicht's. So, gut, dann müssen wir jetzt mal zurück in den Klassenraum. Also ich finde manchmal schon, der Vergleich zu Deutschland ist halt wirklich, dass es eigentlich keine Disziplin gibt, kann man sagen. Also Disziplin, Ordnung und dass man sorgfältig seine Aufgaben erledigt, ist halt natürlich gewünscht, aber es wird halt nicht wirklich gefördert. Und Schweden ist halt ein sehr individualistisches Land und auch die Kinder dürfen halt natürlich so sein, wie sie sind, was auch gut ist, aber in der Lerngruppe manchmal ein bisschen schwierig ist, weil sie sich gegenseitig auch behindern beim Lernen und dann eben einige Kids, die halt ziemlich pubertär sind, ich arbeite halt von der 6. bis zur 9. Klasse, die da halt keine Lust haben, die können eben raus und reingehen, wie es passt. Und das ist halt eben ziemlich schwierig, immer alle wieder an den Tisch zu bekommen und wieder zum Arbeiten zu kriegen. Also das ist die größte Herausforderung, würde ich sagen, die wir hier haben. Mir ist mir so oft schon gefallen. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Bäcker. Es gibt nämlich einen Bäcker, wo ich unser Brot kaufe. Denn in Deutschland, ja, esse ich echt schon gerne Brot, aber hier in Schweden esse ich so gut wie gar kein Brot mehr. Und ich fahre dann öfter mal zu dem einzigen Bäcker, den ich empfehlen kann. Das ist halt hier so ein kleines Gelände, so aus alten Schwedenhäuschen. Und hier gibt es ein ganz tolles Restaurant und einen total süßen Laden. Und hier kann man Yoga machen und Kunstprojekte und so. Sowas mag ich ja immer. Ich komme aus Berlin, ne? Sowas suche ich dann auch immer im Ausland. Und hier hinten ist der Bäcker, wo es das gute Brot gibt. Ja, jag skulle vilja gärna köpa bröd, men jag behöver bröd utan råg. Utan råg? Mhm. Ja. Då har vi alla bröd är ju surdegsbröd. Men vi har gårdsbröd här och sen har vi fröbröd. Så där. Tack själv. Ja, tack detsamma. Hej då. Va? Ja, man muss die Dinger in der Jacke haben, ansonsten ist es zu kalt. Also man muss sie so ins Warme packen, ansonsten sterben Men sen är det ju så här att när det är lite för kallt så är det ju bra att alltså, frys dem där. Då är det bättre att ha under tungan. Ska du ta fram en så här under tungan? hat gesagt, dass wenn es zu kalt ist, dann macht man das hier oben in Norland, sodass man die unter die Zunge packt und wartet, dass sie wieder auftaucht.
Nee. Ska vara 6,50. Ich finde es ein bisschen eklig, dass man verhindern muss, dass die Würmer einfrieren. Und man sie deswegen ganz nah am Körper tragen muss. Kuscheln. Kuscheln mit Nah am Herzen. Körperkontakt. Oh. Aua. Jetzt war ich gerade an der Ei. Meine Hände frieren gerade ein bisschen ein. Ja, meine Und auch. sie verlieren quasi die Fähigkeit, sich Wir haben ungefähr koordiniert zu bewegen. -9, -10 Grad gehabt jetzt, ne? Komm schon. Man sieht es auch langsam, dein Bart friert langsam ein. Nein, abhauen. So, jetzt da drauf. Ach, und wie geht das jetzt? Ich habe nicht zugehört. Ich bin wieder mal die beste Schülerin der Welt gewesen und habe nicht Wenn du zugehört. es nach oben machst. Jetzt. Ja, mal probieren, ne? Man muss sich ein bisschen beeilen, weil es so schnell wieder zufriert. Das sieht man auch schon wieder. Da ist schon wieder ganz schön viel Eis drin. Die Schweden sind einfach extrem viel draußen und leben und lieben ihre Natur, leben in ihrer Natur und lieben ihre Natur, was ich auch sehr, sehr toll finde. Und es wird eben auch in der Schule praktiziert. Und dann haben wir im Winter immer diesen Tag, wo wir mit den Schülern was zusammen machen. Und gestern gab es ganz viele Möglichkeiten, was man machen konnte. Ich habe mich dafür entschieden, mit zum Eisfischen zu gehen, weil das halt beim letzten Mal auch schon viel Spaß gemacht hat. Aber man hätte auch reiten gehen können, man kann Abfahrtski machen, Langlaufski, Schlittschuh, Eishockey spielen. Es gab ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo sich die Schüler für entscheiden konnten. Und dann sind wir mit den Kids zur Ostsee gefahren und haben uns da aufs Eis gesetzt. Und wir hatten noch ein paar ältere Herren dabei von einem Eisangelverein, die dann mitgeholfen haben, die Löcher zu bohren und den Kindern so ein bisschen Tipps gegeben haben, wie man das macht mit dem Eisangeln. Und ja, das war total schön. Und es geht halt einerseits darum, dass man draußen ist, dass man was Typisches in der Natur macht. Andererseits geht es aber eben auch darum, dass man mit den Schülern einfach mal was anderes macht, außer immer in der Schule zu sein und quasi der Lehrer zu sein, der was beibringt und die müssen halt ihre Aufgaben machen, sondern dass man wirklich miteinander Quality Time, würde man sagen, verbringt. Uiuiuiui. Tobi! Ah. Ah. So, jetzt musst du den Daumen in den Mund machen Nein, das kann ich nicht. und dann ganz schnell nach hinten machen. Nein, mach du, nein. Ich kann es nicht. Oh, ich kann das doch nicht mal angucken. So, lass mal den Haken raus. Oh, das ist ein bisschen tricky. Deswegen mache ich das mit den Schülern auch nur alle 2 Jahre, weil ich dafür zu zart beseitigt bin. Wie viele haben wir jetzt schon? 4. Katja hat einen, ich habe einen, Virus hat einen und du hast einen. Oh Mensch, das reicht doch. Lecker. Jetzt laufen wir hier auf der Ostsee. Hier gibt es halt so ganz viele kleine Inseln, so einen kleinen Scherengarten. Deswegen wirkt es wie ein See, aber es ist eigentlich die Ostsee, es ist eigentlich das Meer. Und gerade dieses Eisfischen ist halt hier in Nordschweden ist halt sowas extrem wichtig für die Leute. Also das ist so ein großer Teil der Kultur, ist, dass man sich theoretisch selbst versorgen kann. Einfach weil natürlich wir hier eine extrem lebensfeindliche Umwelt teilweise haben und über Jahrhunderte hinweg die Leute, die hier gelebt haben, mussten halt selber klarkommen. Und dadurch gehen auch die meisten meiner Schüler zum Beispiel jagen. Und viele, gerade in dieser samischen Kultur, ist es halt so, dass man zum Beispiel kein Fleisch kauft, weil sie es als absolut tierunfreundlich empfinden, wenn Tiere irgendwo eingesperrt sind, nur dass man die dann irgendwie essen kann, sondern man isst hauptsächlich Wildfleisch oder man fischt halt und die Kinder, die jetzt halt hier fischen gehen, die nehmen halt die Fische auch alle mit nach Hause und dann gibt es sie zum Essen. Das Schulessen ist kostenlos, das heißt, wir Lehrer kümmern uns jetzt darum, dass alle was zu essen haben. Es gibt eine vegetarische Variante und wir machen Hamburger hier auf dem Feuer. Ja, jetzt ist langsam der Punkt erreicht. Ich habe halt relativ viele Projekte, die jetzt auf mich zukommen, wo ich einfach sagen muss, dass ich das nicht mehr machen kann, dass ich nicht mehr parallel arbeiten kann. Ich muss mich jetzt entscheiden und werde jetzt das versuchen, nur noch im kreativen Bereich zu arbeiten. Und arbeite jetzt schon das 2. Schuljahr nur noch 60% in der Schule. Bin damit runtergegangen mit meinen Stunden, weil ich halt nebenbei mir eine Firma gegründet habe. Und also sind halt viele Dinge, die jetzt kommen. Und habe so viele Projekte und Ideen und brauche dafür einfach mehr Zeit, um das umzusetzen.
Und ja, die Gefahr daran sehe ich eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin, weil erstmal werde ich mich nur beurlauben lassen. Also das ist hier ganz entspannt möglich in Schweden, dass man sich beurlauben lässt. Das heißt, ich kriege halt kein Geld, aber habe meinen Job weiterhin und das kann ich bis zu einem Jahr machen. Und danach kann ich mich entscheiden, was ich mache. Und dadurch, dass Deutschlehrer absolute Mangelware sind, bin ich mir halt sehr sicher, dass ich wieder einen Job finden werde. Da haben wir die Sauna und da haben wir unser kleines Gästezimmer noch im Sommer, wo ich immer gefragt werde, ob wir das vermieten. Aber irgendwie muss ich ehrlich sagen, erstens ist es nicht ausgebaut, das muss auch isoliert werden und alles. Es ist einfach ein ganz altes Häuschen. Aber irgendwie muss ich sagen, die Vorstellung, dass ich direkt da, obwohl ich ja in der Einsamkeit leben will, in der kompletten Wildnis am liebsten, Besucher habe, ist nicht so ganz meins, obwohl die Idee natürlich cool ist irgendwie. Hier ist mein Schlitten, den haben wir auch, ehrlich gesagt, gibt es auch in schöner. Den haben wir ein bisschen selber wieder zusammengeflickt. Und das ist eigentlich die beste Art und Weise, sich gerade fortzubewegen hier, weil es ja so super glatt ist. Dann kann man da auf dem fahren und fällt halt nicht hin. Und das ist auch so witzig, weil diese Schlitten, die Omis hier, die haben ja alle keinen Rollator, die haben alle so eine Schlitten. Weil braucht man wirklich keine Angst haben, dass man hinfällt. So. Also wir haben jetzt dieses Jahr den Vorraum oder in den letzten Monaten den Vorraum gemacht und jetzt haben wir natürlich auch einige andere Projekte hier und ein Projekt ist natürlich auch die Sauna, die wir neu machen wollen. Aber das ist halt auch ein ganz altes Blockhaus hier und war wahrscheinlich auch schon lange Sauna. Und was halt ganz cool ist, ist halt so eine Holzsauna. Das ist eigentlich eher aus Finnland, da ist es total beliebt. Das feuert man mit Holz an, die wird nicht ganz so warm. Also wir haben so 70 Grad. Das ist eigentlich nicht so warm, wie Sauna oftmals ist. Ja, wir sind schon öfter mal in Finnland und da ist natürlich nochmal eine andere Sache mit der Saunakultur. Die sind ja noch ein bisschen verrückter, aber man hatte halt hier in Nordschweden keine andere Möglichkeit, sich zu waschen im Winter. Und auch Wäsche hat man halt hier drin gewaschen. Das ist halt hier noch sehr ursprünglich. Ich kann schon verstehen, dass die Leute halt dadurch den Winter hier auch ganz gut überstanden haben, weil man sich dann halt einfach einmal die Woche hat man halt die Sauna angeheizt, dann hat man sich halt gewaschen und ich kann mir vorstellen, dass man auch dann die Leute hier auch gesünder waren als in anderen Teilen Europas, also jetzt vor Hunderten von Jahren, ne? Weil es hier einfach total zu der Kultur dazugehört hat. Es wurde hier in Schweden dann leider so ein bisschen, die hatten eigentlich die gleiche Saunakultur wie in Finnland, aber das kam durch die Christianisierung, die hier erst im Mittelalter war, kam das dann so ein bisschen, dass es dann verpönt wurde und verboten wurde von der Kirche. Ansonsten war es hier genauso wie in Finnland, wo man halt ja auch wo man ja lange einfach auch die Babys in der Sauna bekommen hat zum Beispiel. Also das ist eine ganz verrückte Saunakultur hier oben, die wirklich cool ist und die irgendwie auch so ein bisschen zu unserem Leben jetzt dazugehört. So, wir holen jetzt mal ein bisschen Holz für unser Feuer. Wir wollen ein bisschen Feuer machen. Es ist furchtbar mit dieser Glätte gerade im Mais. So. Genau, das ist hier unser Holzschuppen. Hier siehst du auch unsere Eisbleche. Manche haben das ja, ich weiß ja, manche Vanlifer haben das ja als Sandblech. Wir brauchen das hier als Schnee- und Eisblech, weil wir manchmal, wenn wir halt wirklich einen Schneesturm haben, dann ist hier halt wirklich innerhalb von kürzester Zeit ist so voll mit Schnee, dass man hier auch schnell nicht mehr runterkommt vom Hof. Und dann haben wir die schon öfter mal gebraucht, weil wir so festgefahren haben. Vorsichtig. Ja, also das ist ja so unser Bauholz. Das ist jetzt nicht so schön, das müssen wir noch klein machen dann im Sommer. Und das ist unser Holzschuppen, der tatsächlich, also das war bis zum Dach voll und hier die ganze Wand, also hier war bis hierhin war alles gestapelt, bis hier vorne war alles gestapelt, auch bis oben hin und da haben wir jetzt nicht mehr so viel übrig. Es geht dem Frühling entgegen. Das ist gutes Anzündholz. Na, mach rein, genau. Birke, die Borke ist immer gut.
Also ich kriege ja ganz oft die Frage, was muss ich tun, um nach Schweden auszuwandern? Und ich würde sagen, du solltest nicht nach Schweden auswandern, wenn du irgendwelche gesundheitlichen Probleme hast. Ganz klar, denn meiner Meinung nach und nach meinen Erfahrungen, auch teilweise drastische Erfahrungen, die ich schon gemacht habe hier in Schweden, ist das Gesundheitssystem absolut nicht mit Deutschland zu vergleichen. Und ich weiß, dass es vielleicht auch welche gibt, die sich jetzt auf den Schlips getreten fühlen, weil sie gute Erfahrungen gemacht haben. Aber je ländlicher man lebt, desto schwieriger und schlechter ist die Versorgungslage. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, der halt schon eine schwere Diagnose hat, eine schwere chronische Krankheit, oft ins Krankenhaus, oft zum Arzt muss, dass Schweden nicht euer Land ist, in dem ihr wahrscheinlich eine gute Versorgung bekommen werdet. Und ja, denjenigen würde ich auf jeden Fall davon abraten, nach Schweden zu gehen. Und ich muss auch eigentlich, glaube ich, allen abraten, nach Schweden zu gehen, die sich nach Bullabü sehen. Ich habe einfach sehr, sehr viele, es gibt auch viele andere Creator, die dieses Bild natürlich sehr stark verkaufen, weil natürlich es immer schön ist, sich in ein Traumland zu träumen. Es ist vieles besser als in Deutschland, aber es ist nicht so, wie man es aus den Astrid Lindgren-Büchern kennt. Denn dieses Land, das hat mein schwedischer Freund so treffend gesagt, aus Stockholm, der hat mal zu mir gesagt, weißt du, Wiebke, ihr Deutschen, weil ich auch ein bisschen frustriert war nach den ersten 1,5 Jahren hier und gesagt habe, boah, irgendwie, was mich stört und so, habe ich mit ihm halt sehr offen geredet. Und dann meinte er so, Wiebke, weißt du, das Problem ist bei dir und bei den ganzen Deutschen, dass ihr euch alle nach Bullabü sehnt. Aber wisst ihr was? Bullabü hat es nie gegeben. Bullabü existiert nicht. Und das hat mir irgendwie, das klingt jetzt sehr hart, aber es hat mir echt so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich war auch erstmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Aber er hat halt total recht, weil Bullabü in der Form, wie wir es alle als Kinder gelesen haben, die Bücher gelesen haben und uns dahin geträumt haben, hat es halt natürlich nie gegeben. Und Schweden ist ein ganz normales Land mit ganz normalen Problemen, teilweise auch massiven Problemen, aber genau mit den gleichen Problemen, die alle Länder in Europa gerade haben. Und Schweden hat viele tolle Dinge. Es ist ein toller Sozialstaat immer noch, der aber immer weiter abgebaut wird, genau wie in Deutschland. Und ich glaube vor allen Dingen, dass dieses Auswandern, dass viele Leute vergessen, dass wenn sie auswandern, dass sie dann dass sie immer etwas mitnehmen und das sind sie selbst. Und wenn man mit sich selbst nicht im Reinen ist und unglücklich ist und diesen ganzen Frust auf die äußeren Umstände bezieht, dann wird es nicht lange dauern, dass man, egal in welchem Land der Erde, es kann dein Traumland sein, dass man da ankommt und dann der Frust wieder da ist. Und das habe ich eben auch hier gelernt in dieser Einsamkeit. Ich meine, wir leben hier sehr, sehr einsam, sehr abgeschieden und bekommen selten Besuch und haben wenig Menschen um uns herum. Und ich vermisse das auch gar nicht. Also ich fühle mich gar nicht einsam. Ich werde ganz oft gefragt, ob ich nicht einsam bin. Aber ich muss auch sagen, ich musste das auch erst lernen. Ich musste lernen, dass ich mit mir selbst im Reinen sein muss, um so zu leben.